Liebe Krebse, hier kommt euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Krebse. Ich lasse die Karten nur springen. Denkt dran, es ist eine kollektive Legung, es kann nicht für alle passen. Aber ihr habt schon mal Venus dabei, das kleine Glück, die Schönheit, die Liebe. Und ihr habt das 11. Haus. Das 11. Haus ist ein Haus des Elementes Luft. Da sind die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann zu Hause. Und es geht um eure Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Wir schauen, was die Karten uns hier präsentieren für eine Botschaft. Ihr habt schon mal die Sonne in der Mitte. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, denn die Sonne überstrahlt am Ende die ganze Legung, schwächt alles ab, was nicht so gut ist und gibt dir hier auch eine schönere Energie in alles, was dich aufregt, was dich nervt und stresst und ja, was dir innerlich so ein bisschen Unruhe mitbringt. Lass dich hier von der Geschwätzigkeit von anderen, auch nicht von deiner guten Energie abbringen. Und guckt euch das mal an. Hier ist die bewusste Ebene, liebe Krebse. Hier legt sich das Schiff rein. Das Schiff steht für Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und über die denkt ihr hier nach. Eventuell auch über Nähe- und Distanzthemen. Und ihr habt hier auch die gute Möglichkeit, voranzukommen, zu expandieren. Ihr seid unterwegs auf der Reise. Möglicherweise plant einer von euch auch eine Reise oder möchte mal in andere Fahrwasser. Und das Unterbewusstsein wünscht sich hier Sicherheit. Ne? Irgendwo darf hier eine neue Tür aufgehen, aber ihr müsst euch hier von euch selber raus auch sicher sein, welche Tür das ist und ob ihr sie öffnet. Hier kann sein, dass du jemanden den Schlüssel zu deiner Herzenstür übergibst. Ich sehe auch, dass du aus der Vergangenheit ein paar Dinge hast, die dich Energie gekostet haben, die Verluste gebracht haben, vielleicht auch an dir gezehrt haben. Das Gefühl von Unsicherheiten, das so Ausläufer hier noch hat. Aber ich sehe die Energie viel ruhiger und ausgeglichener für dich. Es gibt hier noch Dinge, da weißt du noch nicht ganz Bescheid. Ne? Du fragst dich vielleicht, wenn ich in die Richtung fahre, komme ich dann da und da an oder fahre ich wieder Umwege? Hier gibt es Aufklärung, auch schon in der nahen Zeit. Dinge, die dir jetzt nicht klar werden, werden klar. Und guck mal, hier hast du schon ein potenzielles Gegenüber. Aus der eigenen Sicht geht es vielleicht auch um dich, um deine Möglichkeit, auch das, was du dir erträumst oder wünschst oder wo du eben Liebe suchst, das auch zu empfangen. Es geht um eine empfangende Haltung auch, die du einnehmen darfst. Das eine ist ja der Wunsch und wenn er dann kommt, kannst du damit umgehen. Ne? Bist du auf Empfangen eingestellt oder bist du eher der gibt oder der investiert? Hier kommt viel Wissen auf dich zu. Ja, ich würde mal sagen, eine Möglichkeit, dir ein neues Kapitel aufzuschlagen. Instruktionen auch, wo du plötzlich weißt, hier geht mein Weg lang. Hier liegt auch eine Person, die du bisher noch nicht kennst. Ich habe aber auch für dich, dass deine Zweifel dich vielleicht hindern können, etwas einzugehen, wo du dich sehr, ja, ich sag mal, wo du nachher vielleicht das Gefühl hast, mein Traum war eine Seifenblase und zerplatzt mir. Also lass dich von deinen eigenen Zweifeln und Unsicherheiten nicht abbringen, in Richtung deiner Träume zu gehen. Und wir haben hier eine positive Nachricht für dich, einen guten Ausgang. Und unten hast du noch die Blumen drin. Treffen, Gespräche, die dir gut tun. Einladungen zum Unterwegssein oder zu einer Reise. Tausch dich aus über Sachen, die dir wichtig sind.
ja, Träume, Wünsche und hier die Zusage sozusagen. Was ich auch noch habe, schau bei der Kommunikation ein bisschen zwischen den Zeilen, hör genau hin, sei achtsam, lies genau, wenn du mit Schriftstücken zu tun hast. Sprich, mach einen klugen Zug, schau dir alles genau an und glaube auch nicht alles, was man dir sagt. Nur weil es sich gut anhört. Und wir haben hier für dich das Thema Bewertung und das könnte dich selber betreffen oder abhalten, ne? Dass du denkst, dies oder das kann ich nicht umsetzen, weil, und dir somit auch Begrenzung auferlegst. Möglicherweise hast du hier auch Angst, dass du bewertet wirst und etwas sperrt sich in dir oder du zeigst dich da nicht so richtig, wie du bist. Aber hier haben wir tatsächlich eine segensreiche Veränderung, die dir Balance bringt und bei der du dann auch die Sachen anders bewerten kannst als bisher. Hier, guck mal, hier liegt der Brief, der steht für Austausch, Kommunikation und hier kommt die Kommunikation gleich nochmal zusammen mit dem Element Erde. Also es wäre halt auch wichtig für dich zu kommunizieren, damit du irgendwie auf einem guten Fundament stehst, nicht alles mit dir selbst ausmachen musst. Und denk dran, bei der Kommunikation genau hinhören, alles unter die Lupe nehmen, nicht alles glauben, was man dir sagt. Es kann auch sein, hier, das ist ein bisschen speziell, dass Kommunikation dich von deinen Träumen abbringt, weil irgendjemand sagt, ach, das würde ich aber nicht tun, weil, ne? Das ist sozusagen die unerwünschte Beratung. Ich habe für dich den Hund als Kraft hier gezogen. Hier geht es um Treue, Loyalität, Freundschaft. Hier geht es auch darum, dass jemand dich so nimmt, wie du bist, wenn du überlegst, welche Eigenschaften ein Hund hat, ne? Er wartet, bis du mit ihm Gassi gehst. Ihm ist es egal, ob du eine Jogginghose anhast oder einen Anzug. Er ist ein steter Begleiter eigentlich, egal was oder wie die Herausforderung ist. Es kann ja auch so sein, dass du dich vielleicht manchmal verlassen oder einsam fühlst oder vergessen oder die Einsamkeit irgendwie in irgendwelchen Bereichen groß ist. Denk daran, das eine ist der Wunsch, das andere ist das Empfangen, ne? Es anzunehmen, wenn dann was Gutes kommt. Und hier sind vielleicht auch viele Erinnerungen, traumatische Erfahrungen, die dich auch Kraft gekostet haben, das sieht man hier. Und wir haben hier tatsächlich das Wort verurteilen drin, Bewertung, man ist hart zu sich selber, aber auch zu den anderen. Und man läuft ein bisschen mehr von sich weg, als dass man sich öffnet. Passt also super gut. Und wenn der Hund kommt, dann möchte er dich ins Außen führen, an die lichten Stellen, an die schönen Stellen, da wo man gesehen wird, da wo man was empfangen kann, da wo man vom Leben auch was holen kann. Bei dir ist es auch wichtig, dass dein freier Wille dir nicht genommen wird, dass du selbst entscheiden kannst, dass du in deinem Tempo gehst und dass du dich wieder mehr angebunden fühlst an dich, ans Leben und auch vielleicht hier an eine partnerschaftliche Situation oder einen Menschen, der dir einfach wichtig ist. Wunderbar, lieber Krebs, ich wünsche dir eine schöne Zeit, genieß dein kleines Glück und bis bald.